Hallo und willkommen zu Lonestar. Wir spielen Sherlock Holmes, The Awakened. Wir sind im schwarzen Edelweiß-Institut angekommen und haben uns aus unserer Zelle rausgestohlen. Ich weiß nicht, was mit dem armen Watson passiert ist, aber wir schauen uns hier erstmal im Zellenblock um und sind hier auf einen kleinen Lagerraum gestoßen. Und schauen uns jetzt hier mal um, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Zertifikat. Wertschätzung. Mitarbeiter des Monats. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Moment, kann ich es mir nochmal anschauen? A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Ja, schade, dass man es nicht festhalten kann. Ich würde es gerne mal vorlesen. Moment, ich nehme es nochmal rein, das schneide ich dann zusammen. Gemeinde Schweizer Interlaken International. Zertifikat der Wertschätzung. Verliehen an Herrn Becker für den engagierten geleisteten Beitrag bei der medizinischen Entwicklung in der Gemeinde Interlaken. Dieses Zertifikat wird als bleibendes Andenken an unsere Dankbarkeit und Anerkennung verliehen. September 1875 Interlaken, Schweiz. Werkzeugkoffer. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Ja, was haben wir hier noch? Oh, ist da gerade eine Maus doch gerannt? Wo ist denn die verschwunden? Da ist auch ein Amboss, der hat aber auch schon bessere Zeiten. Schon wieder? Wo rennen die denn immer hin? Das ist so ein Aufzug. Looks like it's still operational. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Eine alte Fotografie. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? A working dumbwaiter. Oh, wieder so ein schlimmes Bild. A painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Ein Frosch. Frogs cannot kill, but I surely can. That is the difference between a frog and a man. Fifth's little frog was foolish at large. He forgot about rules and who is in charge. Timothy Cagliari lies dead in Block B. I swapped out his pills for something nasty. Fifth's little frog dies in the walls of Black Edelweiß. Ah, okay. Er hat einen Patienten umgebracht und hat dann hier so kleine Frösche der Erinnerung angefertigt. Also Total Mental im Mental Institute. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. Aber wieso hat man es überhaupt aufgehoben? Was haben wir hier? Ein Brief. Professor Gygax. I have suffered serious chemical burns upon my hand, the consequence of your inexcusable actions. My session with Gerda ended before it even began. Poor thing was so terrified she refused to talk and started to destroy everything in the room rather than let me approach her. What you did to Gera did not and cannot happen again. Let it be known that I consider your methods a barbaric malpractice. If, as you so boldly claim, you wish to be the future of my facility, you must embody my high standards. Do not disappoint me again. Professor Becker, Director of Black Edelweiß. Tubes of varying diameters. Interesting. Ermittle? Boah.
Ein Globus. So muss man ihn anschauen, damit man... Oh, Entschuldigung. Südamerika, Afrika, Europa, Nordamerika. Ja, es wäre schon interessant, ob das jetzt wirklich der Globus der richtige für die Zeit ist. Ob das so alles so bekannt war um die Zeit, als Sherlock hier unterwegs war. Ich weiß es nicht. Man kann aber auch nicht genauer herzoomen oder so. Ja, ich glaube, wir haben ja dann alles, oder? Wenn ich jetzt drin korbeln, wollen wir erstmal nicht. Können wir uns eigentlich verkleiden? Ah, es gibt neue Sachen. You cannot change clothes here. Sie malt da irgendwas Interessantes auf dem Boden. Und an der Wand ist auch was, ein Schiff. Das erkenne ich nicht, was auf der rechten Seite ist. Naja. Lassen wir die mal. Dann gehen wir doch mal hoch. Wir hoffen mal, dass da keiner ist. Wir schleichen nämlich gar nicht, sondern laufen einfach hoch. Was haben wir hier? Ein Plan vom Institut. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Brandevakuierungsplan. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak Angst to oder Panik Gygax. gilt das zu vermeiden. Ja, vielleicht können wir uns das mal irgendwie näher anschauen. Müssen wir irgendwie hinzoomen. Können wir jetzt nicht. Ey, und so kann man es nicht richtig lesen. Schade. Wer ist da? Da ist eine Wache davor. I'd rather not sit in this chair ever again. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. Ja, kann nicht schaden, sich immer ein bisschen von dem Zeug reinzuhauen. Rezeption. Oh, jetzt hätten wir es fast umgeschmissen. Bilder von den Opfern. Ob das Entwicklungsteam vielleicht ist? Na, kommen wir hier nicht durch? Ah, anscheinend nicht. Jetzt kann man aber nicht viel machen. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Es sei denn, wir könnten ihm das Mittel verabreichen. Ihn selber kalt stellen. Ja, ich glaube, das haben wir alles gesehen. Blutspritzer. Was haben wir alles? Blocked paths upstairs. The doors to the ground floor are locked and lightly guarded. It appears I cannot get back upstairs. A powerful and fast-acting sedative could prove useful.
Dr. Watson is in the guest room that is next to Gygax's office. Dr. Watson managed to get into the asylum and is staying in one of the rooms on the ground floor. He even tried to play along with the fake Amos Colby, but clearly performance is not a strong suit. Ja, tatsächlich nicht. Das haben wir schon gelesen. Da sind die Frösche. The storage room has an unused dumbwaiter that still seems to be fully functional. Judging by the cooking grease stains, it is connected to the kitchen above. Dr. Pfister, Dr. Huber, Professor Gygax, Professor Becker. There's a patient in Block A who believes he is Napoleon Bonaparte. He wants nothing more than to seek revenge against the guards upstairs who imprisoned him. After his retribution, he wants to return to France. Ja, wieso nicht? The road to Block B is obstructed by a guard. There must be a way to slip past him without being caught. Das haben wir schon gesehen. Da war einer der Frösche. A couple of unused syringes were found in the apothecary room next to the asylum's laboratory. Something macabre is going on in this asylum, and every little detail will help in understanding it. A simple case of a missing servant has become a full investigation into mass kidnappings. The trail of dirty summers and the abductees lead to the Black Edelweiss Institute, which specializes in mental illness and addiction. Established in 1789 by Professor Keller. It is now headed by Professor Gygax. Können wir da schon was wissen? How to safely remove the Block B guard. Wir haben Sedative, Metal Tubes and Syringes. Klingt nach Blasrohr. Use a handmade blowpipe with the sedative. Ich finde es schade, dass man es nicht so schnell lang lesen kann, aber vielleicht kann man nochmal zurück. Obstructed access to Block B. It could be possible to sedate the guard from a distance using handmade blowpipe. Perhaps one of the tubes from the storage room could suit. Ja, wenn man hier nochmal draufklickt, dann sieht man es nochmal. Na dann. This should suffice. Investigation scene completed. Ja, wie kann ich das jetzt zusammenbauen? Macht er das selber? The blowpipe is now ready to use. Ob jetzt eine Action-Sequenz kommt? Ich glaub's nicht. Haha, tatsächlich doch. Sollen wir in den Hintern? Hey, what are you doing? Hä? Ich hab doch auf den Hintern geschossen. Okay, da haben wir versagt. I'm sure I heard something. Wo sollen wir denn jetzt hinschießen? Ach, wir brauchen eine bestimmte Stelle. Meine Güte.
Er hat sich aber noch aufgefangen, ja, bevor er hingefallen ist. Also ganz sediert war er nicht. Ich würde mal in so eine Zelle This should be enough verfrachten. to avoid unwanted attention, at least from a distance. The first little frog. Frogs cannot think. And I surely can. That is the difference between frog and a man. First little frog was my very first try. Her dumb little hand is needed to pry. Hannah Pollard near the hole in the wall wanders. There her head with a brick encounters. First little frog dies in the walls of black Edelweiss. Ei, 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 ei. Das ist einer, der Wärter war. Haben wir den anderen jetzt eingesperrt? Nee, wo ist er denn? Ist verschwunden oder haben wir da irgendwo reingestopfen können? Ne? Hm. Block B. Ah, das ist das ganze Zeug. Manufactured and packaged here. War aber gar kein Hinweis. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Ja, aber doch eigentlich das unten und nicht oben der Korken. Da haben wir noch einen Frachtbrief. Herr Schnitzer, I hasten to assure you that your son is in good hands and that his unexpected development of a psychological disorder can be remedied at our facility. I'm sure you are as concerned about your son's well-being as I am, and I am confident your combined efforts will lead to a speedy recovery. The housing of our pharmaceuticals in your warehouse is an important part of this process. If you succeed at drawing officials' attentions away from this precious cargo, there will be nothing to stop me from returning your son to you, safe, sound and free of this unfortunate illness. Yours sincerely, Professor Gygax. Okay, noch ein Erpresserbrief unterschrieben. Auch nicht schlecht. The letter to Mr. Schnitzer. Dem hat also das Warehouse gehört. Da wurde erpresst. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da vorne sind wieder Guards. Das sieht ja gar nicht gut aus hier. Muss man ein bisschen vorsichtig sein hier. Gehen wir vielleicht erstmal in die andere Richtung. Da sind noch mehr Wärter. Uns fehlt, glaube ich, die Armbinde. Hm? Wir sollen was anpinnen, ist der Hinweis. Ich will mich aber erstmal umschauen. Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door
won't stop me. Eieiei. Nur für Befugte? The Restricted Area. Ah ja, wir sind befugt. Na, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das schon ein bisschen runtergekommen hier. Haben wir von der nicht schon was gelesen? All Gerda could talk about is Heidi. Heidi went through unimaginable torture. Her eyes and her arms were torn off. Ugh. Hier ist wieder Frogs. Das können wir. Ah, das ist der Durchgang hier. So, hier haben wir aber einen Haufen Wachen hier. Genau, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite wieder. Dann schauen wir doch mal hier rein. Wir sind ja befugt. Da ist wohl der Heizungskeller. Wäscherei. Sieht aber nicht aus, als würde das jeweils benutzt werden. Oh, der nächste Frog. The third little frog. Frogs cannot dream. And I surely can. That is the difference between a frog and a man. Frog's dreaming is seedless. There is nothing to reap. So I woke the third frog from his meaningless sleep. A man counts sheep, and Peter Timacek has seen 0 in holding chamber lies smothered by pillow. Third little frog dies in the walls of black edelweiss. Was haben wir hier? Das ist ein Pizzaofen. Fabric burnt in the furnace. Also so viel zum Thema Waschen. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Hier wird also die Kleidung, die noch eventuell dann haben sollten, weil die wird ja eigentlich in dem anderen Lagerhaus schon entfernt, wird hier der Rest verbrannt. The garments of several dozen people at least. Eine creepy Puppe. Das ist Heidi. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Ja, und hier wurden tatsächlich die Arme und die Beine ausgerissen. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good Lord, how unsettling. The damage seems intentional. Heidi. Nur für Befugte. Ja, das war doch weiter vorne schon gestanden. Wie mehr befugt sollen wir denn noch sein? Mal vorsichtig hier um die Ecke gucken. Blutfleck. Blood hit from above. Discoloration, strong chlorine This smell. stretcher was disinfected frequently. Eine Pumpe. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Mit einem Haufen Blut. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Eins von diesen Dingern. This is the same design as the one from London.
Atemlöcher. The kidnappers even provided airflow. How generous. I doubt that one could survive such a journey with this little water. This trip was prolonged and perilous. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Er hat sich umgebracht. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Scratches, broken nails. The doors can be opened for deliveries. Ja, wollen wir jetzt nicht gehen? Hier fehlt uns noch was. Noch ein Frog. Second little frog. Frogs cannot choose, and I surely can. That is the difference between a frog and a man. Second little frog gave up to its fate, which I chose for her and served on a plate. Abigail, immer zeal, bleeding, almost full tank. Near the examination room, she lies with a shank. Second little frog dies in the wall of black edelweiss. Uns fehlen noch irgendwelche Hinweise hier. Ah, hier sind noch Zellen. Scribbled in Georgian. Wieder Drogen. N4, young adult, male, Dutch, a weak-minded subject eager to follow orders for perceived rewards. Strong build, doses 0.5 Milligramm. Na, die kriegen alle Drogen. Adult, male, Romanian, the subject remained violent, requiring the need for traditional sedatives. Once calm, the dosage for the subject was minimal. Nur 0,2 Milligramm. Number 6. Young adult, male. Ainu, language incomprehensible. Subject is thus assumed mad. Subject possesses a lighter, more agile frame as a smaller dosage was required. Number 7. Young adult, male, Maori, language incomprehensible. Subject is thus assumed mad. The subject was large and required an above dosage. 0,8 Milligramm. Das müsste sein. Oder? Maori. Das war er doch. All subjects in good condition showing signs of obedience regardless of race or native language. They must move on for further testing. Hier wieder Drogen. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Oops. Something sticking out. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Jetzt haben wir alles. Wir schauen trotzdem da hier auch noch schnell rein. Ist ja voll übel. Das sieht passend aus.
Ja, das sieht auch gut aus. Nein. Hier kommt die Lieferung ran. Nein. Ja. The carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. All the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Tja, damit haben wir wieder ein bisschen mehr rausbekommen, wie das hier mit den Gefangenen und den Entführten läuft. Wie es zu diesem Höllentor geht, das schauen wir uns heute nicht mehr an. Machen wir diese Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.